Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Welcome zur Tagesbotschaft. Ich möchte es heute mal wieder mit 3 Karten machen. Wir schauen, was hier der Ausgangspunkt ist für die heutige Botschaft, was wir tun können, was so vermittelnde Dinge sind und wo es dann am Ende endet. Ich bin gespannt. Ich nehme heute mal noch eine Dänemark-Karte drauf. Dann haben wir ein bisschen mehr Input. So. Drehen wir mal die erste Karte um. Ach, das ist ja super, Leute. Wir haben die sternenklare Nacht und das Kind. Und bei dieser Karte geht es um die Annahme seiner selbst. Möglicherweise ist das auch so ein Thema, das jetzt dran ist, auch fürs Kollektiv, dass man sich selber komplett akzeptiert, mit sich im Reinen ist, Dinge, die das Kinderdasein mit ins Leben gebracht haben, nochmal klärt, sein inneres Kind nährt. Die Einzigartigkeit und die Besonderheit von jedem selbst wird hier angesprochen. Der Platz, der uns auf der Erde zusteht. Das Zulassen, dass wir die Segnungen erfahren dürfen, dass wir würdig sind, dass wir alles haben dürfen. Wie oft kriegt man als Kind so gesagt, nicht für dich. Und das lebt dann so mit einem. Man manifestiert, dass man nicht gut genug ist, dass man nicht alles bekommt, dass das nur den anderen gehört und. Und die eigene Größe erkennen mit allen Facetten, die man so hat. Es ist ja auch zeitgebunden. Manchmal kann man das ein bisschen besser, manchmal geht es schlechter. Aber es geht wirklich darum, dass man eben alle Facetten von sich selbst, ob das jetzt das Aussehen ist oder die Eigenarten, die auch jeder hat, von sich akzeptiert. Und es ist im Prinzip so, dass die innere Größe, die hier zur Verfügung steht, gar nicht ganz angezapft wird oder gesehen wird. Da werden Anteile verleugnet oder aus dem Leben rausbuxiert. Und die Karte sagt einfach, dass es wichtig ist, dass man umfassend mit sich selbst klarkommt, dass Erfüllung und Lebenskraft und Harmonie kommt und dass das Leben irgendwie bejaht wird, mehr bejaht wird. Dann gucken wir in der Mitte, was kann uns hier helfen, das Träume manifestieren. Und man kann hier tatsächlich einen Konflikt von Kindertagen bearbeiten, Träume wieder hochholen. Wir haben die Wasserenergie dabei. Sich selber nichts antun, ne? Also sich selber nicht kasteien oder sich selbst quälen, gut mit sich selber umgehen, steht hier im Vordergrund. Da fällt mir direkt auch so ein Beispiel ein. Zu mir hat mal jemand gesagt, Mensch Alex, du bist so gut zu anderen, warum machst du das nicht mal für dich selbst? Oder warum behandelst du dich schlechter als alle anderen? Da habe ich aber echt kurz schlucken müssen. Ne? Wenn dir das jemand so sagt und dir das bewusst wird, dass du alle Energie, die du hast, in der Akzeptanz von anderen verwendest, aber mit dir selber da nicht konform gehst, das ist eine bittere Erkenntnis. Ne? Also was sich hier in der Mitte tut, ist tatsächlich, dass ein paar Schritte erforderlich sind. Da hat es auch wieder damit zu tun, dass man sich das selbst gönnt und zugesteht und dass wir würdig sind, dass wir alles haben dürfen. Und dann geht es ein bisschen
statt zu verneinen oder zu sagen, im Unterbewusstsein schlummert so, dies ist doch nicht, dass man einfach so tut auch, als wären die Wünsche schon wahr und dass man eben auch in die Aktion tritt für das, was man manifestieren möchte. Hier darf man freigebig von Herzen verschenken, was einen selbst ausmacht und genauso viel auch zurückerhalten. Es geht um das Fließen lassen von Emotionen. Es geht nicht ums Verdrängen, sondern es soll im Flow sein, nicht weggedrückt. Die eigene Wahrheit nicht unterdrückt. Dankbarkeit, klar, für das, was wir haben. Und eben hier auch mit dem Wasser, da sind vielleicht viele Konfliktemotionen und auch das kann sehr erschöpfend wirken. Und hier geht es darum, dass man so die Klarheit eines Gebirgsbachs anvisiert. Und die Kräfte des Universums werden darauf reagieren, Träume erfüllen oder Träume in Erfüllung gehen zu lassen. Hier werden auch die Kreisläufe angezeigt. Wir kriegen gesagt, wir sind aktuell in einem Kreislauf und wir sollen den Fluss des Lebens nicht stören mit Zweifeln oder Zögern oder Unterdrücken von irgendetwas. Nun bin ich mal gespannt, wo das Ganze endet. Ja, wir haben hier den Tempel des Waldes und die Erleuchtung. Bei allen Hindernissen, die wir hier, Konflikte, Hindernisse aus der Kindheit, haben wir hier die Möglichkeit, Blockaden zu lösen, an bestimmtes Wissen dran zu kommen. Da ist so eine bestimmte Bewusstseinserweiterung. Man versteht die Welt besser. Man kann Begebenheiten von vielen Standpunkten und allen Facetten her erkennen. Es geht auch darum, mal den Blick von dem ganz Persönlichen auf das Ganze zu richten. Also nicht nur so in so einen, ja, wie sagt man denn da, einen starren Blickwinkel zu haben. Die Optionen selber auch nicht einschränken. Weil wenn du immer nur in eine Richtung guckst, hast du ja da schon die Begrenzung dabei und schaffst wieder neue Hindernisse. Es geht ja auch darum, dass man die Möglichkeit hat, bestimmte Vorstellungen wieder umzusetzen oder neu umzusetzen und sich nicht daran hindern, dass eben Umstände auch ins Leben gelangen könnte, indem man einfach sagt, das kann nicht sein, ne? Hier ist eine große Lebensbereicherung, weil hier erweitert sich der Horizont über viele Dinge. Man kann vieles mit anderen Augen sehen. Man darf wohlgemut, positiv gestimmt sein, denn hier kommen Veränderungen, die uns in Entspannung und in Freiheit und Unbeschwertheit führen. Die Verwurzelung und die Angebundenheit sind hier sehr groß und die alten Glaubensmuster, die hier sehr hinderlich gewirkt haben, zerbersten und werden durch ganz neue Möglichkeiten ersetzt. Wunderbar. Schauen wir mal, was die Pflanzen hier noch mitgeben. Es geht darum, die Sinne zu öffnen, alles zu erweitern, ne? Inspiration, Kreativität, alles, was eben auch die Sinne anregt, wird hier angezeigt mit der Eberesche. Und unten haben wir noch das Heidekraut. Hier dürfen wir uns fallen lassen. Hier finden wir bedingungslose Liebe und auch Akzeptanz. Man hat das Gefühl, man wird getragen. Und auch dieses Gefühl, das, was richtig und gut für mich ist, wird auch dann, wenn ich es brauche, auf mich zukommen. Das ist sehr hoffnungsvoll, diese Legung. Und wir nehmen noch ein Vögelchen, dann lasse ich es so stehen. Also wenn wir mal, also Selbstakzeptanz ist, glaube ich, für viele ein ganz großes Problem. Und hier liegt sozusagen die Lösung dafür. Wie geht es, da rauszukommen? Die Schwalbe, ja.
Ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Ihr Lieben, habt einen wunderbaren, schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.